for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu Folge 63 von Reptilien TV. Heute machen wir eine Kinderstunde, aber dazu brauche ich meinen Papa. Genau, der Maddox hat es euch ganz richtig erzählt. Das Thema heute ist Kinder mit Reptilien. Was können Kinder machen? Was können sie schon haben? Wie können sie Reptilien anfassen? Was darf man nicht? Ich habe hier 3 meiner vielen Kinder mitgebracht. Die sind 3, 5 und 7. Also schön wie die Orgelpfeifen. Daran können wir schön erklären, was die Kinder machen können. Natürlich, ein Kind will ein Reptil oder will ein Tier anfassen, will es mal in der Hand halten. Das ist auch in Ordnung. Ein wichtiger Punkt, wir haben sie hier so schön auf den Tisch gesetzt. Die Tiere dürfen natürlich auf keinen Fall runterfallen. Von dem her im Sitzen, auf dem Stuhl, auf der Couch ist das ganz gut, dass wenn sie vor Schreck mal das Tier fallen lassen, dass es natürlich nicht auf den Boden fliegt, sondern wirklich nur meinetwegen in den Schoß rein, dass das Tier sich natürlich auf keinen Fall verletzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und da wollen wir euch jetzt eben je nach Alter, je nach Größe ein bisschen zeigen, wie ein Kind mit einem Reptil umgehen kann, was es damit machen kann. Wenn man zu Hause so eine kleine Maus hat, wie die Peaches hier mit 3,5 Jahren, die wollen natürlich die Tiere auch mal anfassen, wollen das natürlich auch mal erleben, erfühlen. Denke ich, ist vertretbar, selbst auch bei so einer großen Schlange. Wichtig ist, ganz klar, muss natürlich immer jemand dabei sein, ganz logisch. Muss ein berechenbares Tier sein, so Boa Constrictor, Tigerpython, Königspython sind ja in der Regel völlig berechenbar. Ganz wichtiger Punkt, der Kopf natürlich immer weg vom Tier. Ja. Selbst wenn was passieren sollte, darf nicht sein, dass die mit ihrem Kopf dem Kind ins Gesicht beißt oder sowas. Gell? Ganz klar, also Schlangenkopf, Kindergesicht immer weit weg voneinander. Aber so da hinten mal anfassen, gar kein Problem. Streicheln, gar kein Problem. Selbst mal hier so umhängen kann man mal probieren, auch kein Problem. Aua. Und der Kopf muss natürlich möglichst weit weg sein. Ja. Das Gleiche gilt für große Echsen, Leguane, was in der Art. Natürlich das Kind, das Tier erleben lassen, aber dabei sein und Kopf immer weit weg. Jetzt sind wir hier schon ein bisschen älter. Der Melino ist schon 5,5, der wird bald 6. Der kann mir schon mithelfen. Der hat auch tatsächlich wirklich Spaß dran und hilft wirklich viel. Wie gesagt, das ist ein Alter, der kann noch nicht seine eigenen Tiere halten, aber der kann dem Papa doch einiges helfen beim Versorgen. Wenn wir jetzt hier eine Schlange haben, müssen wir sauber machen. Da kannst du mir helfen. Guck mal, hebst die mal. Okay. Tun wir hier den Kot raus. Wasserschale raus. Und das sind so Sachen, die denen, zumindest nach meiner Erfahrung, auch oft Spaß machen, ne? Wenn sie wegen die Tiere halten dürfen, paar Sachen mitmachen dürfen, dann haben die da auch Spaß dran. Und zum Teil ist tatsächlich auch, kann auch eine tolle Hilfe sein, dass man wirklich Sachen schneller erledigen kann. Ja? Da kann ich die Schlange hier aus der Hand geben, muss die nicht in ein anderes Terrarium reinsetzen. So, machen wir das Streu. Dann neue Wasserschale. Guck, das Wasser, willst du das reinmachen? Ja. Okay, vorsichtig da reinmachen. Vorsichtig Kannst da rein. du es auch halten, genau. Jawohl, super. Dann hebst du wieder die Schlange. So, Versteckbox wieder rein. Tust die Schlange vorsichtig wieder reinsetzen. Und fertig. Dann und zu. Genau, können wir die nächste machen. Hier habe ich meinen Maddox, der ist jetzt 7 Jahre alt. Ich denke, 7 ist so gerade an der Grenze, dass sie schon einiges selber machen können. Die können dann ihr eigenes Terrarium schon langsam im Zimmer haben, vielleicht mit 7, 8, 9, 10. Kommt drauf an, wie
wie reif und wie weit das Kind ist, ob er Quatsch macht oder ob er das wirklich ernst nimmt. Da können die dann aber schon viel selber versorgen, sei es jetzt in dem Fall, das ist so ein Dornschwanz-Agamen-Terrarium, was wir hier haben, also Dornschwänze, Bartagamen, Schildkröten, vielleicht sogar eine Schlange, Königspython, Kornatter, füttern wir noch in Fragezeichen gesetzt. Aber da können die schon viel selber machen, können schon selber ein wenig die Verantwortung übernehmen und die täglichen Arbeiten an dem Terrarium machen. Guck mal, Dox, du kannst jetzt auch gerade mal hier das sauber machen. Genau, machst mal auf. Darfst ruhig beide Hände jetzt nehmen, ganz normal. Okay. Tut er. Also die können dann den alten Salat zum Beispiel, wie gesagt, Bartagamen, Dornschwänze oder auch Schildkröten, alten Salat rausmachen, frischen Salat reinmachen. Du, nee, lass das Schloss dran, okay. Lass es dran, das ist schon richtig so. Okay. Tust einen Salat wechseln, guck, da oben hast du frischen Salat, nimmst den alten raus. Kannst die Wasserschale kannst selber frisch machen, genau, den Stein legst du einfach daneben. Machst die Wasserschale hier rein. Du kippst es rein. Guck, da helfe ich dir kurz. Tun wir sie das kann ich eigentlich alleine. Ja, aber tun wir sie ein wenig ausspülen. Weißt du, jetzt tun wir es hier einfach zusammen. Gut, reicht. Stopp, jetzt machen wir Frisches rein. Oh, das wollte ich doch machen. Ja, stellst es rein. Ich wollte es eigentlich reingießen. Okay. Kann ich doch. Ja, guck, du darfst den Salat reinmachen, den frischen. Upsa. Dann kannst du noch die Heuschrecken, genau, Stein wieder rein. Heuschrecken schön einstäuben. Haben wir schon vorbereitet, ist übliche mit Talg drin natürlich. Schön eingestäubt. So, machst sie rein. Gut, guckst mal die Dornschwänze, ob sie drin sind. Die sind wahrscheinlich unterm Versteck da hinten. Kannst mal, genau, tust sie mal oder kannst sie mal rausholen, dass sie sehen, dass Futter da ist. Ups, da musst du mir helfen. Ja. So. Genau. Sind wir im Prinzip soweit durch. Machen wir wieder zu. Ah, hier ist noch ein bisschen Streu drin. So, gut. Also, machen wir wieder zu. Diese Seite. So, Schloss drauf. Das sind so die Arbeiten. Also wie gesagt, er mit 7 Jahren, denke ich, an der Grenze. Kann das aber auch als tägliche Routine schon machen. Und mit 8, 9, 10 Jahren können die das im Prinzip fast eigenständig machen. Und als Erwachsene einfach natürlich drauf gucken, dass es wirklich jeden Tag gemacht wird, dass soweit alles sauber ist, dass alles schön erledigt ist und auch nicht vergessen wird. Und dann können die Kinder da schon Verantwortung übernehmen und in das Hobby reinwachsen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, symbolisch hier die Schildkröte. Die Amerikaner haben eine ganz witzige 4-Inch-Regelung. Da darf keine Schildkröte ohne 4 Inch, also umgerechnet sind es 10 Zentimeter, verkauft werden. Die hier hat so, naja, vielleicht 6, 7 Zentimeter. Wie gesagt, bei den Amerikanern Minimum 10 Inch. Hintergrund ist, wieso die nicht verkauft werden dürfen, dass kleine Kinder die dann in den Mund nehmen. Wenn die kleiner wie 10 Zentimeter sind, können die kleinen Kinder die Schildkröte in den Mund nehmen. Reptilien allgemein können Salmonellen haben, so wie Vögel, wie Säugetiere, wie Menschen auch. Reptilien auch. Mittlerweile hat man festgestellt, dass die gar nicht öfter Salmonellen haben wie andere Tiere auch. Aber die Amis unterstellen es einfach. Reptilien haben oft Salmonellen, deswegen 10 Zentimeter, damit die kleinen Kinder die Schildkröte nicht im Mund nehmen können. Ist natürlich völliger Quatsch. Eben, ganz wichtiger Punkt im Umgang mit Reptilien ist die Hygiene. Wenn ein Erwachsener, aber jetzt eben speziell auch ein Kind, so eine Schildkröte hantiert oder auch eine Echse oder eine Schlange, anschließend natürlich die Hände waschen. Ja? Oder aber auch die Tiere natürlich nicht in den Mund nehmen. Also jetzt ein ganz kleines Kind, ein Säugling mit einem Jahr oder 1,5 oder vielleicht auch 2, die nehmen schon noch gern Sachen in den Mund. Die sind vielleicht definitiv zu klein, um so ein Tier selber halten zu können. Ja. Sobald sie etwas größer sind, können die Kinder die Tiere anfassen, können die in die Hand nehmen, aber natürlich anschließend gut Hände waschen, die normale Hygiene einhalten.
dann gibt es wirklich keine Krankheiten, wo von Reptilien auf den Mensch übertragen werden können. Ja, also die Behauptung stelle ich einfach so auf. Mit normaler Hygiene, mit Händewaschen anschließend, mit Seife natürlich oder vielleicht sogar ein Desinfektionsgel, kann ein Reptil auf den Mensch keine ansteckende, schlimme Krankheit übertragen. Die Frage ist dann natürlich, ab wann kann ein Kind ein eigenes Reptil haben und welches Reptil? Wir haben es jetzt vorher bei meinem Maddox gesehen. Der ist jetzt 7. Ich denke, er ist so schon noch hart an der Grenze, um das Tier, sagen wir, auch in seinem eigenen Kinderzimmer stehen zu haben. Da würde ich vielleicht noch 1, 2 Jahre warten. Wie gesagt, je nachdem, wie reif auch ein Kind ist. Aber so ab 8, 9, 10 Jahre, denke ich, können die das auch wirklich in ihrem Zimmer stehen haben. Wie gesagt, natürlich muss man als Eltern mit drauf gucken, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob die Kinder den Eltern helfen oder ob sie das Gefühl haben, die eigene Verantwortung für das Tier zu haben und sich wirklich selber darum kümmern zu müssen. Was da dazu geeignet ist, ich würde fast sagen, es schenkt sich fast nichts, ob es jetzt eine Schildkröte ist, ob es eine Echse ist. Bei den Schlangen ist vielleicht ein Thema mit lebenden Mäusen verfüttern. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein 7-, 8-jähriges Kind lebende Mäuse verfüttern lassen. Da würde ich noch ein paar Jahre warten. Wobei beim Zugucken an sich oder wenn ich hier oder wenn wir hier leben füttern, meine Kinder sind dabei, die schauen zu, die sehen das als was Normales, Natürliches an. Also da hätte ich jetzt nicht wahnsinnig Bedenken. Bloß, dass das Kind das selber macht, das ist vielleicht ein bisschen fraglich. Da würde ich schon warten, bis sie vielleicht deutlich über die 10 drüber raus sind, mit selber lebend verfüttern. Aber ansonsten, wie gesagt, welches Tier, ob Echse, Schlange, Schildkröte, ich denke, sie sind alle relativ gleich gut geeignet. Und selbst vom Alter her, vielleicht eine Schildkröte kann man noch gleich ein wenig früher. Echse, Schlange, ab 7, 8, 9 Jahren definitiv und natürlich immer Augen drauf halten. Was natürlich definitiv nicht geeignet ist, sind Giftschlangen. Bin ich von der Haltung sehe ich eher kritisch. Giftschlangenhaltung habe ich mich schon ein paar Mal dazu geäußert. Also für Kinder und wenn Kinder in der Nähe sind, natürlich definitiv ein No-Go. Natürlich auch relativ große Schlangen oder auch Schlangen, die eher ein wenig aggressiv sind oder schnell mal beißen, so ein Netzpython, Amethystpython, es gibt so ein paar, oder Felsenpython, es gibt einfach so ein paar Schlangen, die recht aggressiv sind auch ungeeignet für Kinder natürlich. Wie gesagt, so ein Königspython, Kornatter, das sind so die Schlangen, die sich da definitiv gut dafür eignen, die dann auch von der Größe nicht so groß werden und auch vom Gemüt her relativ brav sind. All das, was wir jetzt gesagt haben, gilt natürlich nicht nur für die eigenen Kinder oder die Kinder in der Familie, sondern es kommen auch andere Kinder zu Besuch. Die wollen natürlich die Reptilien aussehen oder vielleicht mal anfassen. Also all die ganze Folge jetzt gilt natürlich generell für den Umgang Kinder mit Reptilien, eigene oder fremde gleichermaßen. Da auch natürlich immer aufpassen. Noch zum Abschluss 2 Sachen. Zum einen natürlich immer Schloss vor das Terrarium. Dann kann nicht einfach aufgeschoben werden und reingefasst werden und womöglich sei es das Tier verletzt oder das Tier verletzt die Kinder, egal wie rum. Also immer Schloss vors Terrarium. Und ein ganz wichtiger Insider-Trick oder ein Insider-Wissen. Wir haben ja viel diese Terrarien mit Schiebescheiben. Ja, die werden ja so eingehängt in dieses Glasführungsprofil. Und das Einhängen ist eine praktische Sache, ist aber manchmal ein bisschen eine Kinderfalle. Wenn jetzt ein Kind von unten hingeht an das Terrarium, drückt gegen die Scheiben, dann hat deswegen so eine Hebelwirkung. Ja? Das Kind drückt dagegen, drückt die Scheiben nach oben und die können ins Terrarium reinfallen. Ja? Das bringt dieses Einhängen so mit sich. Ich weiß von einem schlimmen Fall, wo da ein schlimmer Unfall mit passiert ist, war sogar mit Giftschlangen in dem Fall. Also das ist so eine tückische Sache. Das darf nicht passieren, dass das Kind so dagegen drücken kann. Kann man vermeiden, wenn man auch an der Seite Glasführungsprofile hinmacht, dann kann das nicht so, dieser Umstand so nicht passieren. Das war dann unsere sogenannte Kinderfolge. Wir wollten einfach zeigen, dass auch für junge Menschen Reptilien eine tolle, spannende Sache sind. Dass auch junge Menschen Reptilien halten können, wie wir es vorher besprochen haben, mit Anleitung oder dann irgendwann auch selbstständig. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal und denkt dran, check my balls! Aber dazu brauche ich meinen Papa.
Reicht das jetzt? Genau, mein Maddox hat es jetzt gerade schon erzählt. Aber dazu brauche ich meinen Papa. Das war's aber auch. Genau, der Maddox hat es genau richtig erzählt. Au, aua, 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 aua. Ist es da drauf? Was? Du hast mich gerade an meinen Finger gekitzelt. So, also wenn wir so eine kleine Maus hier haben, Hey, die krabbelt mir weg. ja, das macht nichts. Papa, und wenn man nicht die Hände wascht, dann wird man krank. Ganz genau. Balls sagen, ja. Und dann sagen wir, Sport. ja, das ist ja gut. Wo eh nichts passiert, den Kopf natürlich immer weghalten. Bleib mal hier, Maus. Komm noch mal hoch. Ich hoffe, es war spannend und lehrreich für euch. Dann bis zum nächsten Mal und denkt dran, check my balls. Check my balls. Ja, Schlafkappen. Ihr dürft es nicht verpennen. Das bist du ja die ganze Zeit. Das stelle ich jetzt so an. So gemacht, was mir sagen. Das war jetzt unsere sogenannte Kinderfolge. Nein, noch nicht. Noch nicht. Da musst du nur kurz warten. Gut. Ende, over und aus.